Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play DuckTales Remastered. Beim letzten Mal haben wir die Intro-Stage hinter uns gelassen. Prinzipiell komplett neu und jetzt geht's zum Amazonas. Get Launchpad on the horn. I'm headed to the Amazon jungle to find the scepter of the Incan king. Klingt doch wie ein Plan, das Zepter des Inka-Königs finden. Denke ich doch mal. Ja, wir haben bösartige, blöde Bienen. Ich mag eh keine Bienen. Dann sind sie eh bösartig. Thanks for the lift, Launchpad. No problemo. Lift is one of my favorite principles of aerodynamics. Oh, say, you got your radio, Mr. McD? Hey, of course I do. Great! Then I'll be your eyes in the sky. Oh, I'd be happy if you just keep your eyes on the sky for once. What an airhead. Hey, I heard that. Now then, ancient Incan legends claim the king's scepter was locked away in a giant temple of the clouds, and it should be dead ahead. Gee, Mr. McD, I see a lot of clouds, but no temple. You wouldn't, Launchpad. The legend says the temple was hidden away from all but King Manco Capquack himself. But there's bound to be a way to reveal it buried somewhere in this overgrown salad bowl, and I'm not leaving till I find it. Ja, relativ neu ist jetzt tatsächlich, wir haben für jedes Gebiet Geschichte. Warum es so ist, was da so zu machen ist, hatten wir ursprünglich nicht in der Form, aber eben jetzt. Verdammt, blöde Affe. Ich komme immer noch dran irgendwie, aber es war jetzt dieser Affe im Weg. Launchpad, I found an ancient coin depicting a nightingale. Neato. You haven't stumbled across a pizza joint down there, have you, Mr. McD? Getting kind of hungry up here. I'm not even going to dignify that question with a response. Und auch hier und da tatsächlich leicht andere, wie sagt man immer so schön, Objectives. Wir haben nicht immer dasselbe zu tun wie früher. Ich meine, gut, schlussendlich suchen wir immer noch unser Geld hier. Mit unser Geld meine ich einfach nur das uns zustehende Geld, weniger Geld, was uns geklaut wurde. Von daher, nicht, dass wir uns hier falsch verstehen. Wir suchen tatsächlich einfach nur Geld. There's a treasure nearby. I can smell it. Er kann die Schätze schon riechen. Ja, warum auch nicht? Ganz viele Treasures. Die Münzen werden wichtig, tatsächlich. And this one has an inscription of an eagle. Da noch hoch? Ja, kommt mal. Sieh mal an. Noch mehr Schätze. So muss das sein. Schätze hier, Schätze da, überall Schätze. Ich meine, kaum im Level drin, schon 206. Was haben die da immer? Was ist die Währung in dem bei DuckTales? Von mir aus ist es auch Entenhaus und Klimbim jetzt. Weil ich keine Ahnung habe, wie es heißt. Aber Geld halt. Taler? Glückstaler, ne? Taler war das doch. Aha! A coin bearing the image of the Queen's horse. Ha! It'll help us find the treasure for sure. How can you tell, boss? Never doubt the well-honed instincts of an experienced treasure hunter. If you say so, Mr. McD. Ja, wenn sie das sagen, dann wird das wohl so sein. Ja, ist eine relativ gefährliche Stelle, weil wir durch das Springen auf dem Pokéstick uns auch in die Stacheln oben katapultieren könnten. Und das wäre halt nicht so toll. Ich hab das Timing versaut, weil ich dann nicht sofort platt gemacht habe, wie das Viech. Now that's what I call a ruby.
Das nenne ich mal ein Rubin, ja. Gehst du wieder runter? Bist du eine brave Schlange? Also so. Relativ gesehen zumindest eine sehr liebe Schlange. Puh. Diese Stelle kann einem echt das Genick brechen. Meiner Meinung nach. Wir haben es gut gemacht. A coin showing the sun. Kids, I nearly tripped over it. This place is a mess. Where's Mrs. Beakley when you need her? Kannst sie einstellen. Würden Sie bitte den Amazonas aufräumen? Ob sie das machen würde? Look at this. An ancient coin with the image of a scythe. It must represent a good harvest. This is Launchpad, calling Mr. McD. What is it, Launchpad? I'm running a little low on fuel up here. Well, where are the extra fuel canisters? Well, that's why I'm calling you, boss. I checked the glove compartment, but all I found was gloves. Oh, you'd best find those fuel canisters, or the next thing you'll be flying is a model airplane. Okay. Last time I asked you for help. Is that a promise? Ja, dieselbe Dynamik wie in der Sendung, was das angeht. It's a diamond the size of Mrs. Beakley. Ist das jetzt ein Kompliment an den Diamanten? Dass er so groß ist wie die Dame, wie Frieda. So ja, ich gehe jetzt hier im Prinzip nochmal zurück. Unter anderem, weil, wie man da gerade sehen konnte, ist da noch eine Riesentruhe und man kann jetzt davon ausgehen, dass da dann nochmal etwas drin wäre. In Richtung Münze. Deswegen nochmal hier dieser Rücktritt. Tote Biene. Ha! Found another one, and it depicts the ruling might of a spear. This is Launchpad, Mr. McD. Come in, Mr. Launchpad, what was that? Nothing, boss. I'm sure nobody was using that tree anyway. Ja, denke ich auch. Except maybe them. And them. And also them. Das kann nicht gut sein. So, sobald wir jetzt wieder zu der Stelle aufgeschlossen haben, auf der wir aufgehört haben. An der wir aufgehört haben. So. Blöde Tafel. Echt mal. Ist natürlich gefährlich, dass ich das so spiele, aber was will er machen? Ich muss ja irgendwie wieder zurückkommen. Irgendwas? Nein. Look at this one. It shows a shield. You know, I bet those Incans could have minted a whole lot more coins if they hadn't tried to make each one unique. Vermutlich. Gut, da war auch nix. Millimeterarbeit hier, ey. Nee. Und da habe ich mich beißen lassen. Verdammt. Ich meine, es ist jetzt nicht ganz so schlimm. Wir behalten nämlich alles, was wir haben. Aber ich bin mal gespannt, wie viele Tode oder Game-Over-Bildschirme ich erleben muss. Ja, das dachte ich mir nämlich, dass wir gerade durch sind. Dann hätte ich gerne diese blöde Pflanze überlebt, aber nein. Da war ja untenrum tatsächlich einfacher für mich. Schon faszinierend. Aber okay, wir haben alles, was wir brauchen. Wir können weitermachen. Sache, ich bezweifle, dass ich alle Schätze finden werde, aber das ist dann immer sehr unterhaltsam, wenn ich sowas nochmal finde. Obwohl ich ja schon denke, ja, bin fertig. Okay. Weiter.
Immer schön den Bienen ausweichen. Weil niemand Bienen mag. Zumindest ich nicht. Also, ich nicht. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Mir gefallen sie nicht. Aha! This coin bears an image of the scales of justice. Just what I need to help me find the scepter. You know, Mr. McD, I had a thought. Launchpad, why start now and spoil a perfect record? That's a good question. Well, I don't have all day. What was your thought? Come to think of it, I forgot. Launchpad, were you dropped on your head much as a child? All the time. Why? Ständig! Ja. Das erklärt wohl einiges. Come in, Launchpad. I found something. There's a carving of Manco Capquack on this stone slab, and there's 8 succulent notches around it. Sounds great. Does it tell us how to find the treasure? Well, I'm not sure what it tells us, but I'm certain it's an important clue. Bless me bagpipes. These coins I found will fit perfectly into those notches. You must have come across an ancient Incan poker table, Mr. McD. How about I come down there and you deal me in for a hand? You come down here and I'll deal you a blow to the head. You're supposed to be keeping an eye out for trouble, remember? All right. Trouble spotting it is. Launchpad, what if the images on these coins symbolize the various tribes of Manco Capquack's empire? Maybe if I surround him with them. Oh no, it's not working. Hey, maybe you need to say the magic words. Or maybe not. War aber ein guter Versuch. Ihr seht, die Level haben definitiv... Will you look at that? The ancient city of Manco Capquack. And that beam of light. It must be pointing to the Temple of the Clouds. But how am I going to get across? Up here, Mr. McD. Die Level haben definitiv zugelegt an Inhalt und das finde ich halt persönlich wirklich, wirklich toll. Was hier? Nein? Okay. Follow that beam of light. Bienen. Warum immer Bienen? Immer Bienen. Ich meine, gut, Eiscreme ist super. Nur eben Bienen nicht. What? Gehen aber drauf, ne? Alles klar. Weiter! Muss man alles nicht machen, ist ja komplett optional, dass ich hier rumhümpel wie so ein Vollidiot. Mit den netten Bienen. Ist meiner Meinung nach nicht zu empfehlen unbedingt, aber wie gesagt, wir geben uns da Mühe, hier auch Gold zu sammeln, ne? Ich zumindest. Sonst wäre es ja einfach, ich könnte ja auch einfach durchrennen. Ne? Das geht auch, aber so ist es cooler. Oh, I did it! I found the legendary temple of Manco Capquack. With a little help from your old pal, Launchpad McQuack. Oh, of course, Launchpad. I couldn't have done it without you. Now just hold on, and with a little luck, that scepter will be mine in no time. Ja, das Zepter gehört dann trotzdem noch mir. Ist auch mal gut. Stand aber über 1 Million Gold gesammelt, oder Taler. Aber ja, das ist eben das, was mir tatsächlich an Remastered sehr gefällt. Es ist so viel mehr Inhalt in diesem Spiel. Und der Grafikstil passt wunderbar. Die Musik ist richtig klasse und wie gesagt, mehr Inhalt ist immer gut. Jetzt hätte ich allerdings mal auch gerne irgendwann so ein bisschen mehr Gesundheit oder sowas.
Ja, ihr habt es gesehen, da war ein netter kleiner Stein, der mich umbringen wollte. Da muss man schon aufpassen, was man macht. Und besonders da auf dem Weg Stacheln liegen. Wenn man die nicht sieht, kann es mal schnell dazu kommen, dass man sich volle Kanne verletzt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt Level übersprungen habe. Wenn ja, dann tut's mir leid. Mrs. Digley, now where did you come from? Why, from home, of course. I had to be sure you were all right in this filthy place. You're always as good as your word, my dear. Ja, Frieda ist natürlich jetzt super. So ein kleines, nettes Extraleben, immer gut. Wir büßen ja auch relativ schnell ein, ne? Obwohl ich immer noch nicht ganz genau weiß, was jetzt so extrem an extrem sein soll. Ja, bei den Eingeborenen gilt zu beachten, sie haben Speere. Diese Speere werden sie auch werfen. Wenn ihr also nicht unbedingt von den Speeren getroffen werden wollt, solltet ihr darauf achten. Naja, das ist nicht passiert, logischerweise. Ist nichts drin. Dafür gibt es dann extra einen Stein, mit dem ich rumwerfen kann. Damit da nichts drin ist. Ah, Mann. Ist ja voll nett. Ich glaube... Genau. Ich weiß nicht mehr, woher man das wissen soll, aber man kann diesen Stein kaputt machen. Für Treasure. Wie gesagt, woher man das wissen soll, weiß ich nicht. Man kann es halt. Man kann teilweise viele Sachen anhauen, aber das würde noch mehr länger Zeit beanspruchen. Ja, super, super toll gesagt. Ah, deutsche Sätze. Ah, verdammt. Kriege ich den Stein bitte wieder? Wenn ich ein netter, junger Herr bin. Ja, krieg ich. Wenn ich mich richtig entsinne, kommen die Steine runter, aber... Mist. Ein Stückchen zu weit und der Edelstein ist weg. Ja. Schon eine Gemeinheit irgendwie. Aber na gut. Ich bin ja großherzig, ich kann verzeihen. Kann ich dich töten? Nein. Hätte ja sein können, aber nein, kann ich nicht. Das ist natürlich immer so eine Sache, man muss wirklich seine Optionen hier abschätzen. Gucken, kann ich das vernichten, kann ich das vernichten, komme ich da dran? Kann ich da hoch genug springen? Hilft dieser Stein, wenn ich den schieße, oder ist das auch völlig wurscht? Aber wie gesagt, im Allgemeinen gefällt es mir einfach, das Spiel. Ah, komm schon. Ich habe keine Ahnung, wie der mich jetzt getroffen hat, aber das fand ich jetzt ärgerlich. Muss ich zugeben. Fand ich jetzt doof. Aber egal. Ah, ja. Wunderbar. Immer mehr Edelsteine hier. Verdammt. Da war ich jetzt selber schuld. Das Problem war, wie erkläre ich das mal am einfachsten? Um den Pokéstick zu verwenden, muss ich nach oben drücken und B. Wenn ich dann halte, ist alles okay. Sobald ich aber einmal irgendwo stehe und dann wieder runter möchte, muss ich das auch wieder neu aktivieren. Habe ich in diesem Moment da gerade nicht. Ergo habe ich eins auf den Latz gekriegt. Naja. Es könnte schlimmer sein, das heißt nur, wir machen hier mal wieder dieses nette Verfahren à la Speedrun. Wobei ja, das auch jetzt... das wäre eine Beleidigung an jeden Speedrunner, wenn mein Spieldurchgang hier gerade als Speedrun bezeichnet werden würde, aber darum geht's halt. Eben auf die Schnelle wieder da durch. Ihr merkt halt,
Die Checkpoints sind nicht unbedingt großzügig gelegt, sagen wir es mal so. Und da habt ihr dann halt auch so diese Sachen wie jetzt hier gerade, dass wir dann ein Stück Level einfach wieder neu spielen müssen, weil dann mal etwas nicht ganz so gut ging. Jetzt bin ich einfach sitzen geblieben. Ja, manchmal stelle ich mich einfach doof an, was soll ich sagen. Das ist einfach nur nochmal ein etwas größerer Schatz. Mehr ist das eigentlich nicht. Aber haben oder nicht haben, ne? Das gilt für jeden Schatz hier im Spiel. So, hier kriegen wir nochmal ein Eis. Wunderbar, und sind damit, glaube ich, auch beim Boss. Ihr merkt also, die Level, die jetzt kommen, haben mehr Inhalt. Well, oh, this was easier to find than a penny in a parking lot. Catch me kilts. What was that? Ja, jetzt haben wir hier diesen seltsamen Kopf. Der als Boss fungiert. Das war jetzt ziemlich knapp. Definitiv komplett anders als die Bosse früher. Von daher, zu wissen, wie die Bosse früher waren, das bringt einem hier halt gar nichts. Das ist, meine ich, übrigens sogar Instant Death, dieses zerquetscht werden, also ist schon recht gefährlich. Ich sage natürlich recht gefährlich, auch wenn man dem hier gut ausweichen kann. Es kann halt relativ schnell in die Hose gehen. Wenn man nicht aufpasst. Ich weiß nicht, ob die Bosse einfach mehr Energie haben. Das kann natürlich auch sein hier gerade. Ich hätte schwören können, dass er jetzt schon tot sein müsste, aber ein bisschen mehr Herausforderung für mich halt, ne, oder so. Nochmal hier. Steht mir auch noch doof an. Okay. Naja, gut. Tot ist tot. Funktioniert. Puh. Es hätte mir jetzt nicht gefallen, wenn ich da drauf gegangen wäre. Hurry, Mr. McD! This place has fallen to pieces! No, I'm not leaving without that scepter. Bist du dir da sicher? Launchpad. Ich würde schon sagen, also ich würde lieber gehen. I cannot believe we came all this way for nothing. What's the meaning of this? Outsider, our prophecies have long foretold that our ancient city would one day be returned to us. For hundreds of years we have waited, and at last that day has come. You mean you're not mad at me? Mad? Quite the contrary, Feathered One. Is there anything we can do to repay you? Well, now that you mention it, I did come here looking for an ancient scepter. I didn't suppose... Does it look like this? It fell from the temple. Oh, they're climbing for nothing. Hey, Mr. McD? Bless me bagpipes, the scepter of the Incan king! It is yours. Take it and go in peace. After all, it was just the old king's back scratcher. Schusspointe. Aber ja, das ging ja dann gerade nochmal gut. Puh. Bisher
ein Leben in jeder Stage gelassen, aber das ist okay, damit kann ich umgehen. Natürlich vorausgesetzt, ich finde jedes Mal noch mehr zur Heilung, beziehungsweise mehrere. Ja, ein verlorener Schatz, das ist das Medaillon. Schwierigkeitsmodifikator, gut, es ist jetzt extrem. Insgesamt bekommen wir also für diese Stage allein mehr als 5 Millionen Taler. The scepter of the Incan king. I tell you, boys, there's something special about this treasure. Really, Uncle Scrooge? Yeah, it just looks like an old back scratcher to us. You boys need to learn some respect for the finer things in life. Now, if you're done having fun at your old uncle's expense, help me decide where we should go next. Ja. Übrigens, bevor ich es dann vergesse, für das ganze Geld, was ihr bekommt, könnt ihr tatsächlich auch im Spiel Sachen kaufen. Wir haben hier nämlich die Musik, TV-Illustrationen, Hintergrundbilder. Alles hier komplett freischaltbar. Ich bezweifle, dass wir irgendwann mal alles frei haben, aber ich war relativ gut dabei. Also vielleicht schaffen wir es durch den Schwierigkeitsmodifikator tatsächlich auch alles freizuschalten. Ja, wie ihr seht, ich habe hier nicht alles frei, aber eine Menge. Und es sind halt schöne Illustrationen. Oder auch Musik. Wer kennt denn zum Beispiel noch von euch... Wo haben wir es denn? Ist denn hier irgendwo der Amazonas? Hier. So klang der Amazonas. Was soll ich sagen? Schöne Erinnerung. Bis zum nächsten Mal. Beim nächsten Mal... Ich glaube, Transsilvanien ist jetzt als nächstes dran. Gibt's dann Transsilvanien?